Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 30. Ich muss von hier weggehen. Du kannst mich nicht anfassen. Das ist mein Haus. Du kannst nirgendwo hingehen. Deine Stiefmutter wird dich auch nicht akzeptieren. Ich bin kein schwaches Mädchen, alter Mann. Ich werde dich nicht anfassen lassen. Ich werde von hier weggehen. Wohin soll ich gehen? Ich kann nicht zurückgehen. Meine Stiefmutter wird mich wieder verkaufen. Ich muss dieses Dorf verlassen. Oh Gott, hilf mir. Ich bin ganz allein. Bitte hilf mir. Wie geht es meinem süßen Sohn? Er schläft. Du musst hungrig sein. Ich werde dir dein Mittagessen bringen. Ich habe keinen Hunger. Ich habe schon zum Mittag gegessen. Ich habe meinen Mitarbeiter zum Abendessen eingeladen. Er ist sehr talentiert. Er hat sehr hart gearbeitet. Er wird mit uns zu Abend essen. Okay, Matteo. Mach dir keine Sorgen. Ich werde es Martina sagen. Sie wird ein besonderes Abendessen für deinen Gast machen. Okay, ich gehe duschen. Gnädige Frau, brauchen Sie etwas? Matteo hat seinen Mitarbeiter zum Abendessen eingeladen. Du musst etwas Besonderes machen. Ich hoffe, du kannst das machen. Kannst du chinesisches Essen kochen? Keine Sorge, gnädige Frau. Ich kann chinesisches Essen kochen. Ich kümmere mich darum. Matteo duscht gerade. Du musst seinen Anzug bügeln. Okay. Ich werde seinen Anzug sofort bügeln. Dumme Lena. Ich hasse dich. Ich will dieses Haus. Ich will deinen Mann. Er ist sehr gut aussehend. Ich muss ihn in eine Falle locken. Ich will für den Rest meines Lebens in diesem Haus leben. Oh Gott, hilf mir. Ich habe viel Geld. Ich kann in diesem Dorf nicht mehr leben. Ich muss in die Stadt gehen. Dieser alte Mann kann mich finden. Meine Stiefmutter ist grausam. Das ist nicht mein Geld. Ich werde später darüber nachdenken. Hey du, Mia hat mich gestoßen und ist weggelaufen. Du musst mir helfen. Sie gehört mir. Ich habe sie gekauft. Wir müssen sie finden. Ich glaube, sie wird dich besuchen. Was? Du konntest nicht mit ihr umgehen. Sie wird nicht hierher kommen. Ich kenne sie sehr gut. Du musst sie finden. Sie muss in diesem Dorf sein.
Unser Dorf ist nicht sehr groß. Ich kann dir in diesem Fall nicht helfen. Du hast sie gekauft. Sie gehört jetzt dir. Hör mir zu, fette Frau. Du musst mir helfen. Ich will mehr. Wenn du mir nicht hilfst, werde ich dir keine 200 Euro pro Tag geben. Was sagst du da? Das kannst du mir nicht antun. Du hast es mir versprochen. Ich habe sie dir verkauft. Sie gehört dir. Sie kann nirgendwo hingehen. Wenn sie hierher kommt, werde ich es dir sagen. Ich kann alles tun. Ich werde sie im Wald suchen. Du musst sie auf dem Markt finden. Gut. Ich werde sie auf dem Markt suchen. Ich rufe dich später an. Mama, was ist jetzt passiert? Wo ist Mia? Mia hat diesen alten Mann gestoßen und ist weggelaufen. Wir müssen sie jetzt finden. Ich hasse sie. Was? Wo werden wir sie finden? Das ist nicht fair. Wir haben Mia verkauft. Dieser alte Mann muss Mia selbst finden. Nein, mein Lieber. Wir brauchen Geld. Ich werde sie auf dem Markt suchen. Ich muss Herrn Markus helfen. Er wird uns täglich 200 Euro geben. Okay, Mama, du kannst gehen. Heute ist es ein sehr heißer Tag. Ich werde nicht mit dir gehen. Ich mag meine helle Haut. Okay, du kaufst immer Aufhellungscremes. Mein Herr, ich habe das Abendessen zubereitet. Ich hoffe, Ihr Gast wird mein Essen mögen. Er wird bald hierher kommen. Du machst köstliches Essen. Martina, geht es dir gut? Du siehst krank aus. Oh Gott, mir geht es nicht gut. Mir ist schwindelig. Mein Herr, bitte verlassen Sie mich nicht. Ich kann nicht gehen. Mir dreht sich der Kopf. Ich denke, du solltest einen Arzt aufsuchen. Du bist schwanger. Ich hoffe, dein Baby ist in Ordnung. Nein, mein Herr. Ich möchte nicht ins Krankenhaus gehen. Ich muss mich nur ausruhen. Mir wird es bald besser gehen. Das passiert in dieser Situation. Was ist hier los? Oh Gott. Mia ist auch nicht hier. Wo ist sie? Entschuldigen Sie. Haben Sie Mia gesehen? War sie hier? Nein, ich weiß nichts über sie. Sie ist heute nicht hierher gekommen. Ich wollte frische Äpfel kaufen. Sie verkauft frische Äpfel. Okay, danke. Ich muss jetzt gehen. Oh, Mia, wo bist du? Ich bin nicht mehr jung. Wo soll ich dich finden? Du gehörst nur mir. Ich werde dich finden. Du musst mit mir schlafen.
Was ist mit dir passiert? Was machst du hier? Ich habe das Abendessen zubereitet. Ich bin hergekommen, um deinem Mann davon zu erzählen. Es tut mir leid. Mir war schwindelig. Jetzt geht es mir gut. Ich wäre fast ohnmächtig geworden. Du kannst in dein Zimmer gehen. Ich werde das Abendessen servieren. Du musst dich ausruhen. Okay. Vielen Dank, gnädige Frau. Du siehst gut aus, mein Schatz. Lass uns nach unten gehen. Sie hat meinen Plan ruiniert. Mein Plan hat funktioniert. Ich werde Ihren Mann in eine Falle locken. Eines Tages werde ich dich rausschmeißen, Lena. Ich werde die Besitzerin dieses Hauses sein. Warte nur ab. Ich werde nicht wieder hierher kommen. Ich habe dieses Dorf verlassen. Ich werde in diese Stadt gehen. Ich werde dort meine Karriere machen. Oh Gott, hilf mir. Ich kenne niemanden in dieser Stadt. Ich bin ganz allein. Ich habe auch viel Geld. Ich muss mein neues Leben beginnen. Ich werde meine Stiefmutter nicht wiedersehen. Sie hat mich für Geld verkauft. Wie kann ich wieder nach draußen gehen? Die Polizei sucht nach mir. Ich muss etwas tun. Ich kann auch nicht für den Rest meines Lebens hier bleiben. Ich brauche Geld. Ich muss einen soliden Plan machen. Ich möchte nicht im Gefängnis bleiben. Was? Bist du sicher? War sie Sophie? Wo hast du sie gesehen? Ja, Herr. Ich bin mir ganz sicher. Sie war Sophie. Ich habe sie im Einkaufszentrum gesehen. Ich wollte sie festnehmen. Sie hat mich weggestoßen und ist weggelaufen. Sie ist sehr schlau. Ich glaube, Sie haben jemand anderen gesehen. Sophie hat kein Geld. Sie war Sophie. Ich glaube, jemand hilft ihr. Sie sah glücklich aus. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr. Ich werde sie bald finden. Sie kann von hier nicht entkommen. Sie ist in dieser Stadt. Sie müssen nichts tun. Es ist meine Pflicht. Ich werde Sophie bald finden. Nein, Anthony. Nicole wird diesen Fall von jetzt an übernehmen. Ich weiß, sie wird sie bald finden. Was? Nicole kann mit einem gierigen Mädchen wie Sophie nicht umgehen? Das ist mein Job.
Ich werde Sophie bald finden. Das reicht, Anthony. Wie ich schon gesagt habe, wird Nicole diesen Fall von jetzt an übernehmen. Ich weiß, dass sie kompetent genug ist, sie bald zu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.